So, Nummer 2. Heute geht es darum, wie man komplett uninspiriert einen Podcast macht. Das Wort Podcast geht man nach, aber ich auf den Sack. Hallo. Ich habe wahnsinnig viele gute Ideen gehabt, außerhalb des Podcasts. Nachts habe ich nicht schlafen können, morgens bin ich inspiriert aufgewacht und jetzt habe ich überhaupt keine Inspiration. Ja, also es ist sogar meine Katze reingehüpft. Heute ist echt ein krasser Tag, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin voll müde. Oh Mann, das interessiert mich nicht, sag die Information und dann mag ich nichts mehr von dir sehen. Jetzt habe ich natürlich überhaupt keine Information. Heute Religion. Religion ist so ein bisschen was für Leute, die zu faul sind. Ein bisschen so, wenn man keine Zeit hat, sich was zu überlegen, dann wer hat die Erde gemacht? Er, wie lange hat er braucht? 7 Tage, danke! Da hat der Otto Normalverbraucher die großen Fragen seines Lebens abgepackt, muss er nicht weiter nachdenken, ist erledigt. Möchte er auch nicht. Ja, was war dann, wie ist es weitergegangen? Religion ist ein bisschen sowas wie Mandala malen. Also wir haben da was vorbereitet, du bist total frei in der Farbenwahl, aber am Schluss weißt du, es wird ein Fuchs. Das ist total beruhigend, weil wenn du ein weißes Blatt Papier hast, mach was du willst, da springen live von der Brücken wegen sowas. Zu mir kommen sie regelmäßig her, da stehen sie immer noch mit ihren kleinen Stenterl und haben so gedruckte Sachen. Hallo, ich möchte dir was erzählen von Jesus. Und dann wollte ich ihm schon widersprechen, bis er gesagt hat, ich sagte was, einmal war ich todkrank und dann war ich fast Selbstmord begehen, Alkoholiker und dann habe ich Gott entdeckt. Dann habe ich gedacht, gut, dann lassen wir, weil ansonsten bin ich am Schluss verantwortlich, wenn ich ihn von der Religion wegbringen, dann sagt er, ja und jetzt? Wie ich so eine Stimme nachgemacht habe, das heißt es nicht, dass Menschen mit Migrationshintergrund grundsätzlich religiös sind. In Bayern, man weiß nicht genau, was haben mit diesem Gebimmel am Sonntag in der Früh unangenehm. Das ist dann Teil der Kultur. Ich finde die Glocken ja auch schön. Kann man mal machen, alle paar Wochen einmal, wo alle sich einigen. Um 14 Uhr hören wir uns kurz an, aber nicht grundsätzlich. Es muss nicht sein, um 7 Uhr in der Früh zum Gebet aufzurufen, wo man dann theoretisch hinfahren kann, in ein kaltes Gebäude, wo vorne ein verkleideter Typ eine schlechte Show macht. Das kreide ich eigentlich der Religion am meisten an. Immer diese schlechte Show. Immer die gleichen Texte. Das ist natürlich super, wenn man einfach eine beschissene Show vorbereitet hat und sich darauf beruft, dass das ganz alt und ehrwürdig ist. Ja, das mache ich auch demnächst. Ich spiele ganz schlecht Klavier und sage, seit Generationen machen wir Musik. Das ist wie mit diesen ganz alten Bluesmusikern. Hast du gewusst, dass der Johnston schon über 86 Jahre alt ist und trotzdem, ja, aber er hat schlecht gespielt, da kann doch eh nichts dafür. Es ist generell eine beschissene Show. Da finde ich sogar die Zeugen Jehovas noch origineller. Die waren aber bei mir und haben geläutet, wie sie es immer so machen, mit einem kleinen Heftel und wollten mit mir über Gott sprechen und da habe ich einen guten Lauf gehabt. Und habe ganz ehrlich gesagt, passen Sie auf, Sie können mir das Heft schon geben, aber ich bin Kabarettist. Seit vielen Jahrzehnten, die Eltern und Großeltern nehmen wir sowas auf und ich werde es ganz genau gelesen und dann sehr gekonnt mit einem schönen Vokabular gründlich durch den Dreck ziehen. Wollen Sie das? Und dann hat sie das Heftel zurückgezogen. Dann sind sie wieder gegangen, sind nie wieder gekommen. So muss man mit so Leuten reden, nicht so hysterisch. Ja, sag ich habe sie nicht gefragt. Mit einem Wahnsinnigen reden, das ist immer leicht. Der ist halt in seinem Film drin. Es ist einfach eine Struktur für Berufstätige, die keine Zeit haben, dass sie sich beschäftigen damit, was kann da sein. Die halten das ja nicht aus. So ein Soziologe, sowas mag ich gern, die zerlegen dir die Welt in die Einzelteile und sagen dann, so ist es, ist scheiße, gibt's eine Lösung, nach wieder schauen. Und lassen dich mit den Einzelteilen alleine. Das musst du aushalten. Die Philosophen haben da noch einen Ausblick. Aber die Katholiken, das ist ein bisschen was Feigs. Das Leben ist scheiße und dann stirbst du, das mengst nicht, also muss hinterher noch eine ganz große Zukunft danach noch möglich sein. Und es muss ja immer einen hergeben, wo man sagt, Vorsicht, ich und meine Leid und der Ding, wenn der, dann, hoi. Aber meistens ist ja der Herr immer nur traurig, wenn man irgendwas gemacht hat und er ist dann sehr enttäuscht. Das hat ein bisschen was von so, wie so der Lehrer, der sich nicht durchsetzen kann. Früher hat er noch so richtig mit Fotzen und heute ist er sehr, sehr traurig. Früher hat der Herr irgendwelche Plagen runterkommen lassen. Heute sagt er nur noch, naja, es ist deine freie Entscheidung. Wenn du halt dich nicht für mich entscheidest, dann bin ich traurig. Aber ich werde auf dich warten. Quasi wie so eine Freundin, wo man sagt, ich muss frei sein. Wo man dann irgendwann nach ein paar Jahren wieder zurückkommt, der Jahrzehnte. Ein bisschen so wie der Forrest Gump. Wir sind die Freundin und der Forrest Gump ist der Herr. Das ist das nächste, was ein bisschen seltsam ist, dass es der Herr heißt. Das hat so ein bisschen was von BDSM. Der Herr und seine Schafe, fast schon Sodomie. Es gibt ja auch Theologen, die nehmen das ja ernst als. Die haben den ersten Scheiß, erst einmal, das ist die Voraussetzung. Wie nennt man das Axiom oder wo die sagen müssen, es gibt einen Herr und es gibt eine Kraft. Das ist also der erste Schmarrn. Und darauf bauen die dann auf, dass sie dann wirklich sagen, so, jetzt prüfen wir mal nach, wie die Schriften genau und wie sich's unterscheidet. Dann sagen wir, ja, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Gibt da nur diese Gideon-Bibel, diese kleinen Taschenbibel, die sie dann aufdrängen, die es da so mitgeben, das sind so die Vertreter Gottes, die sagen, lies das mal. Ich schlag's auf und mach's wieder zu. Ja, du hast das noch nicht verstanden. Wenn ich Herr der Ringe nicht mag, dann muss ich es doch nicht 15 Mal anschauen und Elbisch lernen und die Namen der Charaktere auslernen mit den Altvorderen und so. Wenn ich von vornherein weiß, es ist eine überlange Nerdbibel mit Altnazi-Geruch. Was aber erstaunlich ist, dass es derart lang durchhalten. Das muss ich entweder wahnsinnig rechnen oder die Vorstellung muss zu schreckenerregend gewesen sein, dass das anders gewesen sei. Kant
als dass er in 6 Tagen die Welt erschaffen hat. Dann gibt es auch noch sowas wie Scientology. Vor dem habe ich sogar noch mehr Respekt. Obwohl es ein Scheiß ist, aber er hat es absichtlich selber ausdenkt. Und zwar gestern. Katholiken und auch die anderen, die müssen ja immer arbeiten mit dem Argument, dass es schon lang vorbei ist, weil dann klingt es wichtiger. Wenn man als verstaubtes Buchaufschlag vom Großvater, ist es was anderes, als wenn ich vor 4 Minuten was hingeschissen habe und das ist die Offenbarung. Deswegen haben sie an Jesus gleich aufgehängt. Der hätte länger warten müssen. Dann hätten sie ihn ernster genommen. Aber der ist ja gleich raus, spontan, und haben gesagt, nö, so, kreuzigen. Da ist er im Prinzip auch selber schuld. Er hat es dann sich selber so verkauft, dass er gesagt hat, er stirbt für die Sünden der Menschheit. Das hätte ich auch so gemacht am Schluss, wenn ich schon am Kreuz hänge. Neben mir 2 Kriminelle, dann hätte ich auch gesagt, wollt ihr mit ins Königreich? Und der Rechte, nee, Arschloch, dann du. Hätte ich auch gemacht. Er hängt ja schon. Dann kann er genauso gut nicht nur sterben für seine Freunde oder für sich selber oder weil er einen Fehler gemacht hat, sondern für die Sünden der Menschheit. Das war einfach eine spontan gute Idee. Jetzt gibt's natürlich, Jesus hat viel Schönes gesagt, ja, aber man muss doch nicht immer einen Heiligsprecher. Das ist halt einer gewesen von vielen, der viele schöne Ideen gehabt hat. Dann forschen sie mal nach, wo er war und in welches Tuch er reingeschwitzt hat, wo er wirklich gegangen ist. Das ist doch egal. Das ist ja wie wenn einer einen guten Witz erzählt und dann sagt, wo hat er ihn erzählt? Wer war der Mann? Alle haben gelacht. Ja, das war Johann Heckenreiter. Der stand ja hier, original, saß er auf diesem Stuhl und hat jenen Scherz erzählt, den es in der Überlieferung gibt. Es gibt kleine Wandlungen, wie er es formuliert hat. Und da streiten sich auch die Witzeerzähler. Und ich glaube aber, es ist die Botschaft, die in dem Scherz steckt. Es ist die Pointe und Menschen pilgern dann immer jedes Jahr an den Ort hier, wo den Witz erzählt hat. Das ist so vollkommen am Thema vorbei. Stell dir mal vor, dass überall dazu schreiben, wo jemand was gemacht hat und wo der heilige Ort ist. Albert Einstein kam auf die Relativitätstheorie, während seine Katze ins Bild geschissen hat. Das ist doch unwichtig. Vielleicht sollte man das aber dazu schreiben. Vielleicht sollte man das immer dazu schreiben, wann, wo, was, wie entstanden ist. Findest du das also widerlich, wenn ich von meinem Becher trinke? Wenn Leute sowas machen, da werde ich wahnsinnig. Die kann ich nur so gern wegen die Leute. Der Jesus, wenn das gemacht hätte, dann hätte ich leider ins Tal der Hölle fahren müssen. Ich möchte mal wirklich religiöse Menschen fragen. Woher weißt du so genau, das stimmt, wenn du es ausschließlich hast von deinen Nachbarn, deinen Freunden und dem örtlichen Pfarrer? Ich möchte den Menschen hören, der Eingebung hatte, dass ihm Jesus oder der Herr erschienen ist, bevor er erfahren hat, dass es die ganze Geschichte gibt. So, wow, da war einer mit langen Haaren und einem kleinen Tschül. Dann sage ich, das war der Jesus. Jesus, wer ist das? So rum ist es ja nicht. Man hat immer schon vorher gehört und dann hat man die Erleuchtung. Ob es möglich sein kann, dass du ein bisschen geprägt bist von einem Umfeld. Zweitens, ob das dir nicht blöd ist, dass du derart einfallslos was übernimmst. Ich erwarte mal von einem kreativen Menschen, dass er 5 Minuten in sein Zimmer geht und sich seine eigenen Heiligen ausdenkt. Kann man das sagen? Pass mal auf, du bist jetzt 5, malen kannst auch ein bisschen. Du gehst jetzt in dein Zimmer und denkst dir ganz tolle Gestalten aus, die alles hier erfunden haben. Das Kind dann machen. Man muss auch sagen, es war am nächsten Tag wieder vorbei. Das machen ja auch nur religiöse Leute, dass sie es ein ganzes Leben lang aufrechterhalten. Und nur dazu haben sie sich selber nicht ausdenkt. Das ist einfach was für komplett unkreative Leute, die es schnell beantwortet haben. Die wohl die großen Fragen des Lebens schnell beantwortet haben, weil ansonsten sind sie unsicher. Die Leute haben immer Angst, was nach dem Tod ist. Das interessiert mich doch nicht. Das sehe ich doch dann. Ja, aber alte Menschen, ja, aber auch junge Menschen schon. Was ist denn los? Das geht doch im Leben darum, man ist aus Versehen auf die Welt gekommen, man hat es ja nicht geplant. Jetzt ist man da. Die Leute erklären einem, da darfst du nicht hoch, hier kriegst du einen Führerschein und dann schlagt man halt die Zeit irgendwie tot. Möglichst lang. Alle auf den Sack gehen und meinetwegen irgendwas verbessern. Am Schluss stirbt man und dann sieht man doch, was dann kommt. Immer diese Eile. Ich möchte aber dann wissen, was dann ist. Das ist einfach Feigheit. Wenn überhaupt, dann war doch die Botschaft, lebt im Jetzt, das Heil kommt jetzt und nicht wie so eine Art Rentenversicherung, wo man sagt, und dann im Alter werde ich dann, was ist denn? Die gleichen Leute nehmen dir ja auch irgendwo am Parkplatz weg und sagen, leider können wir für 2023 keine Anträge annehmen, haben aber dann was ganz Sentimentales, wenn sie dann sagen, na, ich glaube schon an eine Kraft. Da sind es dann auf einmal so, es ist wie bei Kindern, das Lachen eines Kindes. Ich habe schon öfters Kinder das Lachen singen, es hat mich noch nie so berührt. Jetzt sagen sie immer noch beim eigenen was anders, aber das Risiko, stell dir vor, du gehst das Eiver, du sagst, wenn ich ein eigenes Kind habe und dann das Lachen in seinen Augen, dann siehst du und sagt, nein, da müssen wir zurückgeben. Der Funke springt nicht über, Herr Doktor, wir haben es probiert, er ist jetzt ziemlich, er catcht uns nicht vom Charakter her. Möchte man wieder abgeben. Mich stört, dass Leute einfallslos religiös sind. Esoteriker überlegen sich immer noch spannende Geschichten dazu, dass jeder ein Krafttier hat oder dass es Engel gibt. Übrigens habe ich heute Morgen mit meinem Vater darüber geredet, dass das alles eine stark sexuelle Konnotation hat. Gerade so diese ganzen Kirchenbilder, wo immer einer einen Lendenschurz hat, denkt man unbewusst, müsste sie mal bloß wegziehen. Und dann diese kleinen, dicken Putten, das quasi kleine Buben sind, die ganzen Päderasten bei der Kirche, können uns dann immer da hinschauen, man weiß ja nicht. Und dann, das ist ja alles schon so, wo man sich immer denkt, das hat schon ein bisschen und dann nackt am Kreuz, wo er hängt. Stell dir mal vor, der war so fett wie der Buddha, da darf man nicht so gern hinschauen. Und mit einem riesigen Zipfel.
Nein, es ist immer so verhüllt und dann hat er mal einen 3-Tage-Bart und lange Haar. Da wo man sagt, er ist für die Sünden der Menschheit gestorben und er war ziemlich nicer Charakter. Schön getrimmter 3-Tage-Bart. Den haben sie zum Beispiel nie porträtiert mit Zahnlocken, wie es wahrscheinlich war. Einer schlechten Frisur oder schirrend. So sage ich euch, 24 Jüngern. Man weiß es ja nicht. Nee. Wenn man nicht genügend Halt in sich selber hat, dann braucht man sowas. Wenn einem beim Leben irgendjemand genommen worden ist, wahnsinnig unfair. Wie kann denn das passiert sein? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat sich eine Tüten über den Kopf gezogen, eine Mülltüten. Dann war er hin. Das dauert eine Zeit. Und da kann man auch fragen, warum? Ja, dann habe ich einen Bekannten von ihm gefragt, der gesagt, er hat keinen Bock mehr gehabt. Das hat mir gelangt als Erklärung. Man könnte natürlich auch weiter fragen, warum? Gerade wenn Leid von irgendeinem Unglück erfasst werden, warum? Es ist natürlich eine Gemeinheit, dann ist so ein Trostsystem schon praktisch, das siege schon ein. Und deswegen ist ja eine schöne Idee, wenn sie nicht so viel Leid umgebracht hätten über die Jahrhunderte. Aber trotzdem, wenn irgendwas dazu führt, dass Leute zusammensitzen in einem bisschen kalten Raum, aber dann sich an die Hände nehmen und mäßig gute Lieder singen, aber trotzdem und irgendwo in der Stille husten können und vorn sagt einer irgendeinem großen irgendwas, ist ja nett. Und auch dieses Gebimmel, alles in Ordnung. Ich wollte schon fast spenden für eine Kirche, da wo man denkt, die bimmelt so schön der Spende, aber ich habe mich dann doch entschieden für ein neues Mikrofon. Es ist immer ganz knapp und es geht meistens schlecht aus für die Kirche sowieso. Was ich schade finde, warum können eigentlich die Katholiken das mit dem Vögel nicht ändern? Das ist doch schade. Ich meine, da müssen wir doch beim ersten Fall mit der Pädophilie sagen, das können wir so nicht machen. Dem muss man irgendwie Erwachsene zuführen. Ne? Frauen, Männer, dass er da gleich mal sagen muss am Anfang, liebe Brüder und Schwestern, ich habe gestern richtig gut gefickt, von mir geht keine Gefahr aus. Für euch kleinen Buben. So, und dann fängt er an. Hierzu sprach auch der Herr. Und was ich auch spannend finde, anstatt eine neue Geschichte zu nehmen, wird immer die alte wieder aufgewärmt. Aus unerfindlichen Gründen. Anstatt dass man sagt, jetzt fangen wir mal neu an. Nein, immer wieder dieselbe. Beim Islam haben sie ein paar Sachen, glaube ich, praktischer gemacht. Erstens mal hat der eine gesagt, Männer, mehrere Frauen, wunderbar. Andersrum eher weniger. Und man darf sich kein Bild machen vom Allmächtigen, was auch praktisch ist, weil da haben sie sich einen Haufen Arbeit gespart mit dem Porträtieren und Malen und drüber nachdenken und Zeit einfach gesagt, muss man nicht, darf man nicht, soll man nicht. Da waren so ein paar praktische Überlegungen drin. Bei uns ist ja auch so, es gibt zwar nur einen Herrn und dann gibt es aber auch noch den Sohn, dann gibt es noch den Heiligen Geist und seine Mutter noch und Magdalena. Dann gibt es aber für jeden Scheiß irgendeinen Heiligen. Irgendeinen, der das Haus beschützt, der andere, der für brennbare Sachen zuständig ist, der dritte, der riesige Flügelspannweite hat, also auf die Erde niedergefahren ist und theoretisch nicht in die Kirche reingepasst hat, der Gabriel, und dann gibt es noch Luzifer, den Teufel, das Böse. Das hätten die Leute immer gern. Wahnsinnig gern, dass es das Böse gibt, das herniederfährt auf die Menschen, das irgendwie schuld ist, weil du ein Arschloch bist. Das gibt's nicht. Das ist ja die Erklärung näher, dass der Mensch ein Viech ist. Satan, auf dem er alles schieben kann, der gefallene Engel. Ich weiß schon, dass das alles nur Geschichten sind. Aber was ich nicht verstehe in Bayern, warum er so hart drauf hängen geblieben ist. Vielleicht ist es ja so, dass einfach die Wählerschaft schon älter ist. Die müssen jetzt wegsterben und dann wird es erneuert. Weil gerade so CSU oder sowas, wo steht es nicht in der Verfassung, die Ehrfurcht vor Gott im 21. Jahrhundert? Jetzt komm, das kann man doch nicht bringen. Das kann man doch einem denkenden, erwachsenen Menschen nicht zumuten. Weil es eigentlich solch ein Scheißdreck ist. Es kann schon sein, dass ein Theologe sich dann meint, passen Sie mal auf, lesen Sie mal das. Aber bitte kurze Sachen. Weil wenn dann drin steht, lesen Sie mal Seite 511 bis 873 zu diesem Thema, da habe ich keine Lust. Das möchte ich nicht. Meistens habe ich die Erfahrung gemacht, es wird dann nicht besser. Dass ich auf einmal sage, oh, aha. Mag ich meistens trotzdem nicht. Zum Beispiel haben sie mir empfohlen, die soll Fallschirm springen, weil sie sagen, das ist existenzielle Erfahrung. Wenn du das mal gemacht hast, ist dein Leben anders. Habe ich gemacht, bin runtergesprungen. Es war so, wo man sagt, ja, man ist halt dann gesprungen und dann oben hat man sich gedacht, schön, hoffentlich klappt der Rest auch noch. Und wenn der geklappt hat und unten bin ich angekommen, dann sagt der Typ zu mir, geil oder das, geile Erfahrung, ich bin schon 20.000 Mal gesprungen. Wie viel 20.000 Mal spinnst du? Der Bekannte hat gesagt, wer ohne Not aus 3 Kilometer Höhe auf Flugzeug springt, der ist ja nicht ganz richtig im Kopf. Also ich habe es auch gemacht, mein Leben hat sich nicht verändert. Jetzt habe ich das hochgerechnet, weil bei anderen Sachen haben sie es eben auch gesagt, wenn du erstmal eine Familie hast, wenn du mal Kinder hast, wenn du das Land bereist hast, wenn du mal Ägypten, die Pyramiden besucht hast, dann wirst du erkennen, dass ganz tief ein ganz neues Leben haben. Ich habe das alles gemacht und es hat sich nichts verändert, deswegen kann ich das ja hochrechnen und auch beim Gott. Wenn ich ihn persönlich triff, kann sein, dass es mich umhaut, aber es kann auch sein, dass ich sage Servus und er auch nicht besonders begeistert. Du, ja, und was machen wir dann? Da muss es ja auch noch andere Auswahlkriterien geben. Also, wenn es keinen Spaß macht, ist es weder nötig noch erforderlich, an einen Gott zu glauben. Wenn es einen gibt und du hast das falsch gemacht, dann ist er ja ein verzeihender Gott, dann kann man immer nur sagen, oh, Entschuldigung. Kann aber auch sein, dass in Wahrheit die Zeugen Jehovas recht gehabt haben und gesagt haben, wir waren am 24.02. bei dir 97 und dann haben wir 2011 und 2014. Einmal warst du nicht da und zweimal hast du Nein gesagt. Einmal mit einem dummen Spruch, oh, ich glaube, es ist klar, wo du jetzt hingehst. Dann hat man Pech gehabt oder vielleicht ist es eine indische Religion mit 17 Göttern, hast verloren. Also insofern
Jahren, da man so unterinformiert ist und die Bibel auch so kryptisch ist und auch so schweratmig geschrieben, langatmig, hat es keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Genauso wie mit Herr der Ringe. Nicht, dass viel Schönes bei nicht drin wäre. Meine Hauptkritik ist, dass die Leute wahnsinnig einfallslos sind, die sowas glauben. Natürlich ist es in die Kultur eingearbeitet, aber trotzdem extrem einfallslos. Das ist wie, wenn man Comedy auf Bayern 3 gut findet. Da ist er, ich morgens ganz zur Arbeit, Antenne Bayern, dann ist einem einfach als Mensch seelisch nicht mehr eingefallen. Dann weiß man, man ist auf der Road to Perdition nach Fahrenshausen, wenn man sowas hört. Auch wenn man sich für Religion erweichen kann. Es ist nett von manchen Religionslehrerinnen, die sagen, es ist ein extremer Scheißdreck, aber bevor irgendein Volldepp die Kinder was erklärt, erklär's ich ihnen wenigstens mit einem Augenzwinkern. Die sind ja sowieso überall drin. Die Kirchenleute, die sind überall drin, in die Kindergärten, in die Schulen, wie ein Staat im Staat. Ihr kehrt's weg. Ihr kehrt's einfach naus. Ihr seid Grattler. Mehr fällt mir halt dazu gar nicht ein, fürchte. Ich weiß schon, es gibt ganz genau Unterscheidungen, verschiedene Religionen und so weiter. Kann man machen, ja. Aber grob, glaube ich, habe ich das Ganze schon erwischt. Die religiösen Gefühle von einer Person zu verletzen, ist wichtig. Man muss immer aufpassen, dass man sie nicht zu sehr erregt, weil manche haben das so stark mit ihrer Identität verknüpft, dass da nicht drüber wegkommen. Das verstehen sie dann nicht, dass das eine Geschichte ist und dass sie da sind. Sie sind die Geschichte, sind eins. Da. Es sind auch Pessimisten, die unbedingt ganz stark ans Gute glauben müssen, weil sie das Böse in der Welt sehen. Mei, weniger Fernsehschauen oder generell gleichgültiger sei. Das ist meine Botschaft. Ich bitte wirklich darum, in die Kommentare was reinzuschreiben. Wenn es was Gemeines ist, freue mich immer. Bitte immer bedenken, wenn es ganz lang ist, dann weiß ich, du hast nichts zum Tor. Wenn es ganz kurz ist und mit Rechtschreib- und Grammatikfehlern, weiß ich, du bist der Volldepp. Wenn es sich bezieht auf irgendwas, was du über mich weißt oder Äußeres, dann ist es auch schwach. Es muss so bösartig sein, dass ich bitte selber drüber lachen kann. Und zwar richtig. Weil dann habe ich einen Spaß daran. Sowas kommt normalerweise nur immer von den eigenen Freunden. Strengt euch bitte schön an. Mach's einfach. Tu nicht so, wie wenn das ein Problem ist, weil dann verspreche ich dir dafür irgendwas, was ich mir später noch überlege. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Ich kann auch nichts dafür. Heute ist es so, wie es ist. Für dich. Und ich fand's schön. Mit dir.